Hallo liebe Freunde, in des Harzes finsteren Gründen ist heute die Devise und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Um in einen der so schön schaurigen, finsteren Gründe des Harzes zu kommen, nutzen wir den Parkplatz unterhalb des Bahnhofs Steinerne Renne als Ausgangspunkt unserer reichlich 9 Kilometer langen Tour. Allerdings solltet ihr den Zusatz auf dem Schild hier tatsächlich ernst nehmen. Doch später mehr dazu. Zunächst vorbei am Wasserwerk, welches unter anderem heute Ferienwohnungen beherbergt. Öffnet man jedoch die Augen, dann entdeckt man zum einen traurige Überbleibsel eines KZs, welches sich auch hier befunden hat, sowie interessante Hinweise für alle Fans der Geologie. Mir stand jedoch heute früh der Sinn nach Laufen, also machen wir uns auf die Socken zum großen Ziel Ottofelsen über die Steinerne Renne. Bei der besagten Steinernen Renne, welche auf unserer heutigen Wanderung eine so große Rolle spielt, handelt es sich genau genommen um die vor uns liegende Schlucht. Und ob die dunkel oder finster ist, werden wir jetzt gleich erkunden. Dieses noch gemächlich dahin plätschernde Flüsschen ist die Holdemme und was selbige zu bieten hat, unter anderem an kleinen Wasserfällen oder Stromschnellen, das bekommen wir nach wenigen Schritten bereits präsentiert. Sozusagen veredelt wird das Ganze noch von den herrlichen Felsblöcken, welche überall quer im Wald wie verstreut liegen. Eigentlich gibt es auf den nächsten Kilometern gar nichts mehr zu erzählen, sondern nur zu staunen und genießen. Bis auf eins. Hier wurden unter anderem Szenen vom DEFA-Film Der Teufel vom Mühlenberg gedreht. Vielleicht kennt ihn noch jemand von euch? Spätestens hier wisst ihr dann endlich, weshalb unten beim Start auf dem Schild stand, für Fahrräder und Kinderwagen nicht geeignet. Und selbst als Wanderer kommt man mächtig ins Schwitzen und sollte schon ein wenig beweglich und in Form sein. Gute Schuhe setze ich einfach voraus. Nach knapp 3 Kilometern erreichen wir das total genial gelegene Gasthaus Steinerne Renne. So romantisch an seinem Wasserfall und in Natur pur. Und wer will, der kann zunächst gerne hier einkehren. Ich hatte jedoch Lust weiterzulaufen, der Ottofelsen lockt nämlich. Und dann schließlich abgeholzte Hänge. Wir sprachen ja bereits darüber und leider gehören solche Bilder für die nächsten Jahre aktuell zum Harz dazu und daran ist nichts zu ändern. Aber mit etwas Glück werden wir mit einem schönen Blick zum nahen Brocken belohnt. Und das ist doch auch etwas, oder? Dann haben wir es geschafft. Der Ottofelsen ist erreicht. Noch ein paar Schritte und das imposante Felsgebilde liegt zu unseren Füßen. Und der hat doch wirklich etwas. Also nichts wie hochklettern mittels der Leitern auf dieses Prachtstück aus Granit, welches seinem Namen übrigens Fürst Otto von Stolberg-Wernigerode zu verdanken haben soll. Mit etwas Glück kann die Aussicht phänomenal sein, heute leider nur im Ansatz. Hoch in Richtung Brocken oder hinunter ins märchenhafte Wernigerode, welches durchaus mehr als nur einen Besuch wert ist. Und nicht zu vergessen, sofern man Fernglas oder Zoomobjektiv hat, das Märchenschloss von Wernigerode. Und trotz oder besser wegen dem kahlen Wald erkennen wir noch viele weitere herrliche Felsformationen ringsum. Beispielsweise Ottos Frau. Fluch oder Segen, dass sie ihm so nah ist. Einer dieser sehenswerten Kreationen der Natur werden wir uns gleich noch speziell widmen. Doch steigen wir erst einmal nach unten. Dort angekommen, solltet ihr in eurer Euphorie nicht an der Stempelstelle für die Harzer Wandernadel vorbeirennen. Ein schöner Spaß und Motivation für alle Sammler und Jäger. Ich hatte euch jedoch noch einen besonders schönen Felsen versprochen. Ergo machen wir uns auf den Rückweg und gehen ein Stück rechts. Und, was erspäht unser Auge? Diese interessante Felsformation wird nämlich Harzer Sphinx genannt. Wobei die Meinungen darüber auch sehr weit auseinandergehen.
Manche Quellen bezeichnen nämlich auch den Fünf-Finger-Felsen bei Halberstadt mit dem gleichen Namen. Aber wie auch immer, eine gewisse Ähnlichkeit ist auch hier vorhanden und mit ein wenig Fantasie kann man durchaus auch das ägyptische Original erkennen. Ausgiebig bestaunt ist es Zeit für den Rückweg. Logischerweise wählen wir einen anderen, nämlich über den sogenannten Kohlstieg, vorbei an diesen spannenden Felsgebilden, wenn auch der kahle Wald schon ein wenig zusetzt. Aber geben wir die Hoffnung nicht auf, er kann sich von ganz alleine, siehe die ersten Ansätze, und ohne uns Menschen erholen. Geduld heißt auch hier das Zauberwort. Auch wenn es ziemlich über Stock und Stein geht, kann man sich eigentlich nicht verlaufen. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen möchte, der kann sich die GPS-Daten gerne herunterladen. Die Links zu Outdoor Active und Komoot findet ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Unterwegs entdecken wir noch 2 alte Mauern, aber beim besten Willen konnte ich nicht herausfinden, was es damit auf sich hat. Weiß es vielleicht jemand von euch? Wenn ja, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Schließlich hat uns der Wald doch wieder und so ganz nebenbei stolpern wir über den nächsten interessanten Felsen. Das sogenannte Gebohrte Loch. Der hat doch auch ein höchst interessantes Aussehen, wie ich finde. Noch einmal wartet ein Stück kahler Fläche auf uns, sowie ein weiterer Blick zum Gasthaus Steinerne Renne, ehe wir diesmal rechts abbiegen und dem Hibbelhangweg folgen. Selbiger bietet uns mehr oder weniger Wald, wie ihr selbst sehen könnt, dafür beispielsweise einen schönen Blick zurück zum Gasthaus. Und wir steigen langsam, aber sicher nach unten. Kurz bevor wir auf unseren Ausgangsweg stoßen, entdecken wir neuerlich die Spuren eines der alten Granitsteinbrüche, welche sich dereinst hier in der Region befunden haben. Und schwupps, schon sind wir wieder an den Gleisen angelangt. Grund zum Ärgern, dass heute der Fahrplan der Harzquerbahn so gar nicht zu unserer Wanderung passt. Wenigstens im Erzgebirge bei der Harzquerbahn in Miniatur kommen die Züge auf Wunsch und immer wieder. Und so ärgern wir uns heute nicht und folgen über das Wasserwerk und den Bahnhof an unser Ziel.